Also. Ist das Saft oder ist das Saft? So, soll ich dir verraten, wann? Nee, gar nicht. Bitteschön. Ich komme um 8 und trinke dann in Ruhe Kaffee und fange dann an mit Mittagsvorbereitung. Ich habe extra ein paar Sachen liegen lassen, weil ich denke, das könnte vielleicht interessant sein für dich. Ja, oder fürs generell. Ja, Nudeln brauchen wir jeden Tag, 2, 3 Sorten haben wir immer. Kein Tag ohne Nudeln. Ja. Nudeln gehen immer. Bolognese, Gulasch geht immer. Okay. So, hast du schon in Gange deinen Winter? Komm, ich zeig dir mal eben, was wir heute noch vorhaben. Ja, durch den Sturm heute sieht es hier natürlich ein bisschen chaotisch aus. Ja, windig. Ja. Windig und regnerisch. So. Oh. Ich habe ja einen guten Freund, der schlachtet, der räuchert. Grünkohlzeit ist, Eintopfzeit ist. Die kommen nachher ins Wasser. Über Nacht ganz wenig Temperatur, 80 Grad. Pullen wir morgen schön für einen Eintopf, für einen Grünkohl. Naja, und ich meine, so ein Rippchen könnte man auch mal zum Mittagessen, ne, aus dem Ofen. Oh ja. So, das ist Aufgabe. Das wird jetzt heute gemacht, ja? Ja, das machen wir heute. Das geht nachher gleich los. Wenn die Mädels da sind, können die was tun. Ja. Bisschen was brauchen wir natürlich gleich noch. Weil es ist ja wie gesagt Grünkohlzeit. Seit wie lange schon? Seit der Grünkohlzeit? Naja, Grünkohl geht eigentlich immer. So, haben wir ordentliche Würste, zeige ich dir gleich. Kassler. Lasse ich auch von meinem Kumpel machen. Sind sie alle begeistert von butterzart. Ich mache natürlich in Grünkohl immer eine Scheibe Kassler schon von vornherein mit rein. Aber den gibt es natürlich dazu. Siehst du, der lässt sich schneiden wie Butter, der fällt auch auseinander. Also, ja. Hier könntest du ja im Prinzip gleich mal ein Stück probieren. Ja, gleich mit Kaffee, oder? Ja, ja. Nach der Fahrt? Ja, ja, kriegst du gleich. Dann gesehen. So, und immer ein ordentliches Messer. Ja, so, ja. Und die machen wir jetzt, sind ja noch heiß, legen wir zum Grünkohl dazu. Zack, schon erledigt. Der ist für mich. So. Kurz nach 10 kommt Horoskop und dann weiß ich, jetzt müssen die Bratkartoffeln in der Pfanne. Sonst haben wir einen. Was bist du für Sternzeichen? Ach, das geht keinem was an. Krebs. Typischer Krebs, sagen alle, die Ahnung haben. Also Juni. Was? Im Juni hast du dein Geburtstag. Ja. Ich konnte mein Geburtsdatum schon als kleinstes Kind sagen. Das ist ganz einfach. So, Kartoffeln machen wir natürlich. Ist unsere. Naja. Jeden Tag so ein Sack. Und siehst du, das sind ordentliche Dinger. Ja. Macht meine Angestellte Heike jeden Morgen um 4 Uhr 3, 4 solche Eimer. Bei Bratkartoffeln ist hier Pflicht. So, und was sie noch macht, auch berühmt,
ordentlichen Kartoffelstampf. Nicht irgendwie NATO-Kleister aus dem Karton. Schön Muskat, Butter, schöne Stücken. Ja, geht mit Gulasch, geht mit Leber, geht mit allem. Jeden Tag frisch. So. Hat sich das Menü etwas geändert, wo du aufgemacht hast? Also Ich habe jeden Tag was anderes. Ja, also Imbiss gibt es Also, seit Im Februar werden es 9 Jahre. 9 Jahre. Am 29. Februar, den gibt es nur alle 4 Jahre, haben wir eröffnet. War damals ein Montag. Und ich habe gesagt, das müssen wir an diesem Tag machen, das können wir nie vergessen. Die ganze Theke hier und das kam erst am Samstag. Da haben wir ein ganzes Wochenende noch gebaut, weil ich unbedingt an diesem Montag aufmachen wollte, im Schaltjahr. So. Ja, erfunden, weil du sagst, Menü hat sich verändert. Das Einzige, was sich noch nie verändert hat, haben wir vom ersten Tag an, gehen auch wie Teufel. Nobelschröder heißen die. Baguettebrötchen, unsere Cocktailsoße, Speck, Schinkengriller, Rührei. Irgendwer saß mal hier und hat gesagt, die sind aber nobel. Und seitdem heißt das Ding Nobelschröder. Kennst du? Ja, cool. Das ist ein Werner-Film. Das heißt, wo du jetzt aufgemacht hast vor 9 Jahren, hast du jetzt irgendwie ein bisschen experimentiert mit Ja, Menü? jeden Tag, wir experimentieren jeden Tag. Immer Wir haben noch. damals angefangen, hier um die Ecke ist ja so eine große Abraumhalde und die war damals noch unter Volldampf. Und da standen ja morgens um 5 schon die ersten LKWs hier nach Buletten. Und das hat dann nach einer kurzen Weile aufgehört. Der hat seine Produktion runtergefahren, da ist nicht mehr so viel. Und da ist natürlich Frühstück weggebrochen. Hat uns auch dolle Wege gefahren zu Anfang, weil wir ja mittags gar nicht so groß angefangen hatten. War mehr so ein Frühstücksladen für die LKW-Fahrer. Ja, und dann kamen die natürlich auf einen Schlag um 3/3, 2/3 weniger. Und da haben wir angefangen Mittagessen. Ich habe ja das auch nicht gelernt so richtig. Hab ich mich da Ja, du bist gelernter? Hufschmied! Hufschmied. Jawohl! Gelernt bei Bubi Ahlfeld in Kannenberg. Gott hab ihn selig. Guter Mann gewesen. Wo ist das? Ach, weit weg an der Elbe. An der Elbe? Da, wo die Havel in der Elbe fließt. Ja, Hamburg. Hamburg. Hamburg, schönste Stadt der Welt. Ich stamme geboren in Osterburg. Das ist in der Wüsche, Sachsen-Anhalt. Okay. Und gelernt habe ich in Kannenberg bei Bubi Ahlfeld, Hufschmied. Und aufgewachsen bin ich in Giesenslage. Schöner Ort. Zieht mich allerdings nichts mehr hin. Da ist auch keiner mehr, den ich besuchen müsste, könnte, dürfte, sollte. Außer, naja, ein paar Freunde und die Mutter, also die zweite Frau meines Vaters. Wer das kennt, Heiratsmarkt, Havelberg, da wo die Havel in der Elbe fließt. Was macht heutzutage Hufschmied? Ja, ich hätte damals beibleiben sollen, ich hatte Talent, ich war gut, aber ich war jung und brauchte das Geld. Bin sofort raus in die Welt, erst aufs Schiff, ganz kurz noch, war nichts für mich. Also Und dann eigentlich immer auf Reisen gewesen, LKW gefahren, alles Mögliche gemacht. Also als Hufschmied Nur gelernt. kurzfristig, ja? Also, Ja, nur gelernt. Ich hatte Talent, ich war auch gut, nur wie gesagt, immer verrückt. Ich wollte da nicht auf dem Dorf sitzen und ja, dann kamen die Wände, ja, zack, war ich weg. Ich habe generell so ein paar Menüs, die haben wir eigentlich immer. Die gehen auch immer, wenn nachher die Schlange steht, Kelle, Teller, aufstehen, essen. Haben wir immer den Kartoffelstampf, weiß jeder, kennt jeder. Haben wir immer selbstgemachtes Gulasch, Rind und Schwein. Geht immer mit Nudeln, Kartoffelstampf, Rotkohl. Hier habe ich heute mal einen Hackbraten drin, den habe ich über Nacht gebacken und jetzt da zum Warmhalten. Unsere Soßen haben wir hier, alles selbst gemacht. Naja, gut, die ist eine Mischung, aber eben auch Champignonsauce machen wir auch jede Woche selber frisch, mit frischen Champignons. ja. Kartoffeln, Grünkohl und unsere berühmte Sambalsoße. Ja, wunderbar. Ja, und hier sind dann die Tagesgerichte, das was wir jeden Tag anders haben. Ich muss selber überlegen, was haben wir heute? Oh. Kassler, Spanferkel, geht mit Bratkartoffeln, mit Stampfkartoffeln. Diesmal Grünkohl, sonst Rotkohl eigentlich immer irgendwelche Kohl, Grünkohl. Dann hatte ich hier noch Putenspieße. Naja, die liegen in Soße, ist nicht so viel zu sehen. Nobelschröder kennst du? Die Würste hier passen zum Grünkohl, die machen wir natürlich auch selber. Nicht ich, aber mein Freund. Ja, und hier haben wir unsere Eintöpfe. Alles was so. Erbsensuppe, warte, ich kann ja mal durchrühren. Da kommen nachher diese Rippchen, die wir gerade gesehen haben. Die kommen natürlich hier auch mit rein. Und schöne Bockwurst zu. Was haben wir hier noch? Bolognese haben wir immer. Die ist, ja, geht auch immer. Hier kommen gleich die Hähnchenteile rein. Das ist so für schnell gehen. Da unten ist noch mal eine Palette Buletten für die Not.
Und das sind Ofenschnitzel, gekaufte Convenience. Ich habe von hier bis zur Metro 4,2 Kilometer. Also bin ich praktisch jeden Tag da. Kaufe viel, gebe ich auch zu, weiß auch jeder, Sachen mit kurz vor Ablauf. Da gibt es so Regale, rette mich. Und ich finde auch, ist das Schlimmste, was es gibt, denn wenn sie wegschmeißen. Bin oft dabei, weil ich oft abends da bin, wenn sie dann scannen. Und wenn es erstmal raus ist aus dem Kühlschrank, die haben es auf dem Wagen, dann ist es weg. Und dann denke ich mal, Schande. Weil die müssen es ja dann wegschmeißen. Und ich versuche dann immer solche Sachen hier, ich kann ich nicht mehr aussprechen, aber lecker, die Firma ist gut, Tressini. Triangoli Pfifferling, also Nudeln mit Pfifferling, wo kriegst du sowas im Imbiss? Dadurch kann ich natürlich das ab und zu mal machen. Ich habe heute noch Hühnchenbrüste, da machen wir die Dinger dazu hier. Eine schöne Soße. Bin am Überlegen, ob wir Champignonsauce nehmen oder vielleicht eine Hühnchensoße machen oder so. Kriegen wir noch hin. Sowas gibt es halt immer täglich so Schmankerl. Ne? Sind ja immer welche, die sagen, kann ja nicht jeden Tag Gulasch essen oder Buletten. Und sowas machen wir eigentlich immer mal wieder zwischendurch. Es gibt doch mal eine Entenkeule, es gibt doch mal Rinderrouladen, Ochsenbäckchen. Was ich eben günstig greifen kann, weil ich kann ja nicht für 20 Euro verkaufen. So ein Mittagessen für einen Zehner ist schon nicht... Kriegen wir hin. Ja. So, Nudeln kaufe ich eigentlich generell auch frische, sehr viel frische. Und haben wir immer 2, 3 Sorten da. Spaghetti Bolognese geht immer. Oder kannst du nicht mal Spaghetti essen? Dann habe ich, wie der ganze Mist so heißt, heute mal solche. Es eben muss jeden Tag Abwechslung sein. Deswegen kommen die Leute, kriegen ja jeden Tag was anderes. Naja, das habt ihr ja gesehen. Ja. Buletten habe ich dir noch gar nicht gezeigt. Unser geht gleich, machen wir gleich. Was würdest du sagen, was ist der so Highlight oder? Ja, zum Frühstück. Ja klar, belegte Brötchen à la Couleur, aber der Nobelschnüder hast du gesehen. Und dann ganz berühmt ist eigentlich unser Bulettenbrötchen. Heißen ja nicht umsonst Bulettenschmiede. Wir haben schöne Brötchen. Vor Corona haben wir von einem guten Bäcker liefern lassen, wirklich guter Bäcker. Der hat dann irgendwann aufgehört, der wollte nochmal seine Kinder groß werden sehen, hat sich in Lohn und Brot stellen lassen. Und haben viel ausprobiert, hat alles nicht so wirklich geklappt. Dann waren diese blöden Zeiten, dass auf einmal wusstest nicht, wie viel sollst du bestellen. Heute haben gefehlt, morgen waren 10 Stück über, habe ich irgendwann angefangen, habe einen vernünftigen Ofen gekauft, backen Brötchen selber, haben lange rumexperimentiert, die wir jetzt haben. Brinker sind meiner Meinung nach die besten, die sind auch klasse, die können auch mal 2 Stunden liegen, sind immer noch gut. Und dann die großen XXL, 80 Gramm mit unserer Soße oder mit Senf, Bulette rein. Bulettenbrötchen ist eigentlich das Highlight hier. Geht immer. Verkaufen wir wie blöde. Buletten zeige ich dir auch gleich. Und Mittagessen wechselt sich ab. Jeden Tag anders. Die dran stehen, die Sachen, die sind immer da. Dann habe ich so spezielle Tage, Montag Bolognese-Tag, die habe ich aber auch. Da ist sie nur etwas günstiger. Die Bolognese ist immer da. Gestern war Lebertag. Mittwochs gibt es immer Leber, Kartoffelstampf, Zwiebeln. Ja, es kommt gut an. Die kommen von weit her gefahren. Scheinbar muss sie auch wirklich gut sein, weil sagen alle, wäre super, ist noch nie zurückgekommen. Donnerstag machen wir große Schnitzel. Ich kann nicht jeden Tag alles haben. Also haben wir uns spezialisiert. Donnerstag machen wir mal große Putenschnitzel, Parmesankruste oder irgendwie sowas. Ja, und Freitag halt Reste, ne? Muss ja weg, nutzt ja nichts. Aber ist schon so, dass wir jeden Tag wechseln. Ich fahre, wie gesagt, jeden Tag einkaufen. Ich setze viel in meinen WhatsApp-Status abends, was es denn morgens gibt, weil hören natürlich immer alle gerne zu, wollen alle hören, wollen unter die Decke gucken, macht auch Spaß. Aber es ist jeden Tag was anderes da. Ja, toll. Ja. Deswegen haben wir auch wirklich Leute, die also jeden Tag kommen. Jeden Tag. Und außer wenn sie mal nicht kommen, aber sonst kommen die eigentlich immer. Und deine Gäste? Sind das, Stammgäste haben wir, also 90% Stammgäste. Wo ich auch, wenn die Tür klappt, höre, wer es ist und auch weiß, was ich auf dem Teller zu machen habe. Das ist ganz klar unser Favorit. Deswegen heißen wir auch Bulettenschmiede. Ich bin ja zu dem Laden hier gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Ich habe lange LKW gefahren, Rücken kaputt, ging irgendwann nicht mehr. Kur. Irgendwann kam ein Kumpel von mir an und sagte, du, da ist eine Bude frei, du kochst so gerne. Ja, über Nacht entschieden wie immer bei mir. Name, was für ein Name? Kotelettschmiede gibt's schon, Schnitzelschmiede hört sich scheiße an, Frikadellenschmiede auch. Da wo ich herkomme heißt Bulette, Schmied, passt. Haben wir damals angefangen,
Ja, jeder mal. Mal die Freundin, mal der Kumpel. Irgendwer hat immer ein paar Buletten gebraten. Und ging aber dann von der Menge her irgendwann nicht mehr. Haben uns dann ein System ausgedacht, wie wir sie machen. Machen mit 3, 4 Leuten, die das auch wirklich können. Einmal im Monat, je nachdem wie lange sie halten, machen wir eine große Stückzahl, wirklich große Stückzahl. Die werden gedreht und kommen dann in den Ofen. Werden gebacken, allerdings ohne Farbe. Die sind durch, man kann die essen, aber die haben keine Farbe und dann frieren wir die ein. Haben wir die Logistik, stimmt, das passt. Ich kann mir die morgens rausnehmen, wie ich sie brauche. Und dann braten wir sie durch und geben ordentlich Farbe dran. Was für Farbe? Na, das zum Beispiel. Ich kann sie dir gleich nochmal zeigen, wie sie aussehen, wenn ich sie mitbringe. Dass sie vernünftig aussehen. Ich kann sie nicht jeden Tag hier im Mittagstisch im Geschäft 18 passen in eine Pfanne. Da stehen 18 Leute. Ehe ich die gedreht habe, die kleben und gehen kaputt. Ich muss sie vorbereiten. Geht nicht anders. Klappt aber ganz gut und von den Buletten sind alle sehr begeistert. Also machen wir da scheinbar nicht so viel falsch. Komm, ich zeige sie dir mal, wie ich sie mitbringe. Ja, hier ist der große Vorratskühlschrank. Da unten haben wir letzte Woche gemacht, schön Kohlwürstchen für den Grünkohl. Die sehen ja Bombe aus. So, das sollte jetzt für die nächste Woche reichen. Brauche ich es auch nicht einfrieren. Datum steht immer hinten drauf. Ja, wie gesagt, diese Schnitzel sind Convenience, die kaufen wir, gehen aber wie verrückt. So, und so sehen die aus, wenn ich sie mitbringe. Die sind jetzt gefroren gewesen. Ich nehme die abends raus, morgens, naja, jetzt bei dem Wetter, nächsten Tag sind sie aufgetaut und dann packen wir die nur noch kurz in eine Pfanne bzw. in den Ofen und machen sie richtig schön braun. Ja, toll. Ja, Buletten kommen gut an und brauchen wir ja natürlich auch viel. Also nach dem Bericht vom NDR standen hier auf einmal Schlangen und da kannst du nicht 16 Buletten in eine Pfanne machen. Das kriegst du nicht mehr hin irgendwann. Aufs Brötchen oder kann man auch als Mittag mit, sagen wir mal, mit Du kannst sie ins Brötchen kriegen, du kannst sie mit Kartoffelsalat kriegen, mit Bratkartoffeln, mit Stampfkartoffeln. Hauptgericht ist eine Bulette, die haben 200 Gramm, mit Kartoffeln, Tagesgemüse und Soße nach Wahl, 7,50. Und das ist ein guter Preis. Und bei zweien nehmen wir 10,50. Uns wird nicht so genau geguckt. Es gibt meistens einen 10er und morgen gibt es eben 11. Aber die Buletten sind berühmt und ist auch mittags das Hauptgeschäft. Wir haben eine Soße, die Sambal-Soße, ist eigentlich kein Hexenwerk, sind nur 3 Zutaten zusammengerührt. Bratensoße machen wir immer selber, schön mit Knochen ziehen und Rotwein und allem drum und dran. Currysoße ist auch eine berühmte Hamburger Firma, 3 davon zusammengerührt. Currywurst muss gar nicht so, wichtig ist die Soße. Eine gute Mayonnaise, vernünftige Pommes. Ich bin ja so ein Currywurst-Hasser, muss ich aber haben. So, und Jägersoße, ja ist so. Magst du keine Currywursten? Ich würde nie was aus der Fritteuse essen. Ist nicht meins. So, und wenn du dann so viel vorbereitest und so viel Schnickschnack machst und dir so viel Mühe gibst und da kommt einer und will eine schnöde Currywurst Pommes, dann kannst du ja irre werden. So, und dann bestellen sie die, lassen sie auch nicht umrennen. Und wenn sie dann essen und die anderen Gäste essen Ochsenbäckchen mit Knödel und Rotkohl, oh, das hätte ich aber auch genommen. Ja, denn ja, okay. Currywurstesser, wenn die reinkommen und die bestellen, brauchst du nicht reden. Die wollen das und naja, sollen sie auch haben. Ich persönlich kann keine Currywurst essen. Aber diese Soße verfeinest du? Also Es sind, wie gesagt, von der berühmten Hamburger Firma 3 verschiedene Sorten. Also ich kaufe 6 Eimer, 2 so, eine so und nochmal 2 so und noch eine so. Und dann mixen. Die mixen wir zusammen. Haben wir uns einen schönen Quill bauen lassen für einen Akkuschrauber. Ja. Wenn du Mengen machen musst, du kannst nicht mit einem Schneebesen einen 10 Liter Eimer rühren, das wird nichts. Ja, das stimmt. So, und sind eigentlich die Currywurstesser sagen, die Currywurst wäre gut, also warum soll man das ändern? Manche Sachen kann man eigentlich auch nur verschlimmbessern. Ja, das stimmt. Gerade ist natürlich oft, dass man in die Zeit, ich muss die jetzt schon haben, ich muss ja irgendwann anfangen. Natürlich wäre mir am liebsten, wenn jetzt eine Schlange stehen würde und ich könnte die direkt von der Pfanne, aus der Pfanne auf den Teller machen. Geht aber nicht immer. Guck mal, das ist der, den wir eben geschnitten haben. Den Rest hier wollte ich
bricht sofort auseinander, ist wie Butter. Kannst du natürlich auch mal ein Brötchen legen, ne? Ja, das kann man Das machen. ist, also unser Kassler ist berühmt. Mein Kumpel, der Schlachter, der räuchert den heiß. Dann vakuumieren wir den und legen den über Nacht bei 60 Grad ins Wasser. Der kommt gar nicht mehr in den Ofen. Muss er auch nicht, siehst du ja. Und dann ist er wie Butter. Oft nehme ich den und pull den auseinander, mache da Pulled Pork von. Wir haben Pulled Pork, machen wir ein bisschen Kraut rein, nicht Krautsalat, sondern richtig Sauerkraut. Ja, ein paar Gewürze ordentlich und unsere Sambalsoße ist halt schlotzig, ne? Das ist ja schon ein Burger. Was? Ist nachher schon ein Burger. Ja, Ne? ja, so, ja, Burger machen wir auch, aber ist nicht so meins. Und du kannst auch nicht im Mittagsgeschäft, wenn 10 Leute stehen und Mittagessen wollen, einen Burger zwischendurch machen. Ist nicht unser Ding. Ich habe Burger dran stehen, aber nur mach uns mal ein paar ordentliche Burger. 4 Mann mindestens, weil das macht zwischendurch keinen Sinn. Du kriegst es nicht hin, du versaust den, der schmeckt nicht. Warmlegen kannst du nicht. Also machen wir es nicht. Nicht am Tagesgeschäft. Wenn ich weiß, da kommen morgen um 12 Uhr 6 Mann, dann gibt es 6 ordentliche Burger. Die gibt es auch mit Preiselbeeren oder mit Blauschimmelkäse und mit was sie wollen. Aber immer einen auf der Karte haben, machen wir nicht, weil der kann nur Scheiße nehmen. Und Burger machen ist gar nicht einfach. Zumindest nicht zwischendurch. Mit Kassieren, mit Abwaschen, mit Essen rausgeben. Das taugt nichts. Machen wir auch nicht. Wie gesagt, das ist eine gute Firma. Ablauf ist, glaube ich, heute. Kurze Restlaufzeit, aber den kann ich ja auch heute noch verkaufen. Also, warum nicht? Und was gibt es denn Schöneres als eine schöne frische Nudel mit Pfifferling oder Trüffel oder was sie da nicht alles haben manchmal? Leute freuen sich. Sowas kriegst du nirgends für einen schmalen Taler. Die brauchen noch immer nur ganz kurz. Einmal aufreihen reicht schon. Und dann nehme ich die raus und lege sie kalt. Und wenn die bestellt werden, englisches Bad nennt sich das, weiß ich nicht warum. Kommen die in Sieb, mit dem Sieb ins heiße Wasser, 1-2 Minuten. Und dann gibt es eine Pfifferling-Nudel mit einer Hähnchenbrust und Pfifferling-Rahmsoße. Für einen Zehner. Kriegst du nirgends und ist abwechselnd. Mach auch viel Fisch. So gegart in der Aluschale, ordentlich Gemüse unten rein, ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Tomate, ein bisschen Weißwein, ein bisschen Olivenöl, Fisch drauf, Deckel drauf, Ofen. Begeisterung. Pur. Fisch geht immer. Auch? Freitags generell, aber auch wenn ich ihn kriege in der Metro, was im Angebot ist, dann mache ich den noch Montag oder Mittwoch, ist egal. Aber eine schöne Forelle, wir haben ja hier so einen Fischesser, der isst alles außer am liebsten Fisch. Und weil mir der auch immer gefallen tut, wenn ich ihn brauche, der isst auch eine 2,5 Kilo Forelle. Und die braten wir dann, aber gedünstet ist natürlich zum Vorbereiten immer besser. Weil im Moment ist keiner da, aber in 10 Minuten stehen auf einmal 15 Leute, da kannst du keine Forelle braten. Da wird nichts. Kann man machen, aber es wird nichts. Ja. Das ist mein Bratkartoffelgewürz. Und ich mache den schon mit der... Oh, guck mal, wie viel Salz der da drauf haut. Mein Geheimnis. Was meinst du davon ist Zucker? Zucker? Zucker. Gar nicht anfassen, erstmal warm werden lassen. Naja, macht es knackig und braun. Majoran ist drin, kann man verraten. Kümmel ist drin, gemahlener, kann man verraten. Warm werden lassen, erstmal in Ruhe lassen, durchschwenken, braun und knackig. Mein berühmtes gelbes Gewürz, wo die Fernsehköche alle drüber schimpfen. Vegeta ist drin, Kräuter sind drin, Zucker, Salz. Das war's. Paprika. Jetzt kannst du gucken, in 2-3 Minuten sind die schön knusprig und braun. Weil der Zucker jetzt karamellisiert. Das ist, was jetzt noch zu sehen ist, das ist Zucker. Ja. Das Weiße ist kein Salz, das ist Zucker. Kann ruhig eine ordentliche Handvoll dran. Ich habe auch den Eindruck, dass sie dadurch bedeutend länger kross bleiben. Ja, so eine Zucker habe ich noch nie probiert. Ich habe das mal im Fernsehen gesehen vor Jahren. Was denn? Heute Morgen gemacht? Ja, wie soll ich die... Oh, Schnitzel. Ja, eigentlich sind das gar keine Schnitzel. Wir haben hier einen sehr guten türkischen Lebensmittelladen und der macht diese Hähnchenkotelett. Also Keule,
Knochen raus. Die kaufe ich da, würze die, klopfe die ein bisschen platt. Also nicht nur ein bisschen plattieren und dann nicht mit Rührei, sondern mit der Würzmischung und Panko-Mehl. Schmecken Bombe. Gehen in eine Fritteuse ruckzuck. Ist was kein anderer Laden hat. Geht immer. Wir müssen gleich noch Schnitzel panieren, weil heute ist ja Schnitzeltag. Das Ding ist Gold wert. Das war eine Pizzaschaufel aus der Metro. Also hatte so einen langen Stiel und war vorne rund. Habe ich mir von einem Bekannten, einem Metallbauer, eine schöne Kartoffelschaufel machen lassen. Kannst du schön Fett ablaufen lassen und auch mal welche wegtun. Und schafft natürlich Meter. Ne? Da passt was rein. Könnt natürlich auch eine Kohleschaufel nehmen oder einen Kerben. Hat er mir mal gemacht, hat er mir geschenkt zum Geburtstag. Tolle Sache. Bräuchte jeden Tag, habe ich 20 Mal am Tag in der Hand. So, die werden langsam hier. Ich persönlich stehe nicht auf Zwiebeln, habe ich aber da. Wer welche möchte, kriegt sie hinterher drauf, weil viele sagen bloß keine Zwiebeln. Für mich würde ich auch Speck dran machen, kommen aber Vegetarier, die essen nur Kartoffeln. Also lassen wir sie einfach so, wie sie sind. Wenn einer Speck will, streuen wir oben drüber. Ja, und die sind dann gerollt. Und das geht ja jetzt echt schnell nach dem Zuckerbrot. Ne? Mhm. Ja, sieht richtig lecker aus. Ja, und ab jetzt müssen wir mit Bratkartoffeln voll am Ball bleiben. Jetzt bleibt die Pfanne nicht mehr aus. Durch den Sturm heute weiß keiner, was kommt. Aber eigentlich geht das gleich los. So, das sind die Dinger mit den Pfifferlingen. Weil du mich vorne wieder ein bisschen abgehalten hast, waren sie ein bisschen lange drin. Das ist ein Dreieck quasi aus Pasta und Pfifferling. Und da gibt es eine schöne Soße zu und Hähnchenbrust. Gegrillte. Schön. Bisschen Erbsen, Möhrengemüse oder Rotkohl, irgendwas passt dazu. Schön frischen Salat. Wunderbar. Nicole, Nudeln habe ich gemacht. Wir können nicht alles wegschmeißen. Nicht wir hier, sondern wir alle. Nachhaltigkeit, das große Thema. Oh, kaufen Sie auch beim Bauern. Nee, ich fahre eine Metro, 2 Kilometer, einmal alles. Und nicht so viel hin und her fahren und fertig. So. Eine probieren wir. So, kalt Wasser drauf. Dann können die stehen. Bis heute auf jeden Fall. Wahrscheinlich sogar noch morgen, sieht man ja dann. Und dann nehmen wir sie raus ins Sieb und in dieses englische Bad. Also Heißwasserschmeiße. Pasta mit Pfifferling. Wunderbar. Schmeckt. Das ist alles schon. Das ist ein Gulasch. Ach, guck mal. Ja, Mahlzeit. So, Mutter. Du brauchst jetzt nicht kommen mit irgendwelchen gekauften, die 6 Wochen alt werden. Ohne Kühe. Was kann ich für dich tun? Du hast aber einen schönen Bart. Alter, guck mal. Alter, ich kämpfe mit meinem seit Jahrzehnten mehr mit mir. Okay. Was kriegst du denn? Ich hätte gerne Jägerschnitzel. Ein Jägerschnitzel. Der schon geht. Sie ist gerade am Schnitzel panieren. Ich habe Hähnchen, Keule, Knochen raus, Platti, klopft, paniert. Geht als Jägerschnitzel. Nehmen wir. Gut, dauert aber einen kleinen Moment. Ja, Die brauchen ein bisschen. Bratkartoffeln sind fertig. Willst du hier essen oder mitnehmen? Mitnehmen. Mach ich dir. Setz dich, braucht nicht. Immer vom Körper weg. Nie in den Korb reinlegen und runterlassen. Klebt an. Korb runter, vom Körper weg. 2-3 Minuten. Alter. Musst du erstmal im Restaurant so kriegen. Mhm. Ja. Und dass die jetzt so schön dunkel in der kurzen Zeit geworden sind, das ist eben ganz klar, dass das passt. Meine Meinung. Kann natürlich jetzt auch wieder einer klugscheißen und sagt, stimmt nicht. Aber mir egal, mach's trotzdem so. Zum Braten natürlich ganz klar. Naja, billig. Billig gibt es ja eh nicht mehr. Aber für Bratkartoffeln
gibt es nichts Besseres als Sonja. Also was? Sonja, Margarine. Margarine. Ehemaliges DDR-Produkt. Haben sie, glaube ich, auch gekauft, die Beste, was gibt. Spritzt nicht. Siehst du, Bratkartoffeln. Margarine brat. Mit Öl spritzt, verbrennt. Fleisch, Eier, sowas machen wir mit Öl, klar. Aber Bratkartoffeln, alles mit Margarine. Deckel drauf, bisschen Luft dran lassen, sonst werden sie matschig. Fett muss natürlich dran. Wenn mir einer erzählt, Teflonpfanne braucht kein Fett, als Blödsinn. Und dann muss man die auch in Ruhe lassen. Kannst du nicht alle 2 Minuten rumwühlen und rumdrehen und rühren. Dann sollen die denn braun werden, dann sollen die denn rösten. Muss man auch mal. Ja, dann soll ich gerade haben. Wenn Pommes mit Mayo. Wenn Mayo, dann Mayo. Die ist gut, die nehmen wir schon immer. Nadler, ist auch gut. Gibt's aber nicht. Aber nicht in den Verpackungen, wo ich sie gerne hätte. Wenn ich Parmesan zu dem Preis kriege, dann kann ich auch einen guten nehmen und dann kann ich da auch Hähnchenschnitzel mit panieren. Ich kann den nicht kaufen, wenn der Kleber nicht drauf ist, weil dann passt es nicht mehr. So, und das kommt jetzt ins Rührei. Der Parmesankäse kommt ins Rührei und zum Panieren nehmen wir Panko-Mehl. Macht schön knusprig, finden sie alle toll. Bitteschön. Gibt es 3, 4 verschiedene Sorten. Wir nehmen das hier. Ja, ist jetzt zufälligerweise das teuerste, kommt aber da in dem Fall nicht drauf an, weil es am besten ist. So, wir panieren jetzt Schnitzel. Chef war so nett, hatte schon alles vorplaniert und geklopft. Bereiten wir uns jetzt die Einsätze vor. Machen wir unser Ei, Vollei. Da rein kommt dann der Parmesankäse. Dann verrühren wir uns das schön, dass es keine Klumpen gibt. Ist ein bisschen gröber. Noch einen gewürzten, geklopften Schnitzel. Die kommen in die Käse-Eimasse. Und dann kommt es ins Panko-Mehl. Wird schön bedeckt, zärtlich angeklopft und fertig sind unsere Schnitzel zum Mittag. So, mal gucken. Guten Appetit, ne, mach's gut. Das ist dieses berühmte Hähnchenkeulenschnitzel. Sieht doch Hammer aus, ist knusprig, ist kross, schmeckt. Bratkartoffeln, Sambalsoße? Ja. Mitnehmen. So. So, ich denke für einen schlanken Zehner Ja. ist das wohl okay. Mein Junge, brauchst du Besteck? Nee, habe ich. Wunderbar. Zehner. Oh. Okay. Ja. Immer schön zärtlich. Kochen hat ganz viel mit Liebe zu tun. Ja, das ist auf jeden Fall. Einmal ein Fisch. Ja, der wollte noch einen vergessen hätte. Der hätte den schnell gemacht. Oh.
denke, da sollte man von satt werden. Das sollte für heute reichen. Ja, schöner Bart. Ja, danke. Als Busfahrer auch noch. Ja, nicht ganz. Nee? Werkstatt mache ich da. Was machst du? Werkstatt? Die Werkstatt mache ich Erzähl. Was da. fällt dir an? 2 Nobelschröder. Hast du noch, oder? Jawohl. Sehr schön. Mettbrötchen auch. Was? Mettbrötchen? Guck, ich hab Auch noch 2. Leg um die Zeit nicht mehr hin, weil es ist zu warm und machen wir lieber Frühstück. Das sind diese XXL-Brötchen, Winker, wo wir vorhin von sprachen. Ich guck mal, ob ich eins finde. Da ist so ein bisschen eingraviert, denken manche Wunder was. Sind einfach nur eben größer und schmecken wirklich gut, diesen Pommes. Also bessere kannst du als Aufbackbrötchen nicht kaufen. Und wenn ich jetzt vom Bäcker welche hätte, die hätte er morgens um 5 gebracht. Die werden jetzt schon lange nicht mehr mit Butter oder ohne. Die werden jetzt schon lange nicht mehr so. Ja, viele wollen ohne. Also ich habe einmal, der hat so geschimpft, wie kann man denn Butter auf ein Mettbrötchen machen? Das ist wie mit einem Tellerbrötchen, ne? Ja. Naja, das ist die Frage, ist Blödsinn. Das ist eine Frage, die haben solche hier erfunden. Ich kann Nutella gar nicht ohne Butter essen, das geht gar nicht. Bei mir kommt das auch so. Überall. Ist natürlich auch wirklich hier, also ich könnte es nicht essen mit Butter. Aber Nutella muss. Und die können dann auch weg. Weil Mettbrötchen ist dann auch empty. Nicht heute. Ja, heute. Ja, komischerweise, trotzdem Sturm, heute Morgen war ganz gut. Was los? Straßenbahn heute voll. Dann wird zu spät gekommen. Dann haben wir 3, 6, 12 Aktien. Gutes Frühstück. Gehen wir weiter. Bitte schön. Passt so, ne? Jo, danke. Ja, wenn du das mit Öl machst, mit dem Speiseöl, dann verbrennst du dir. Das ist Spritz, das sieht aus wie Sau. Kartoffeln, immer Margarine. Man könnte dafür Butterschmalz nehmen, wenn man 19 € für ein Gericht kriegen könnte. So. Ui, Jungs. Was wird jetzt was nachher in der Kugel? Eine Paprika-Rahmsoße. Macaroni mit Ja. Gulasch oder Pfifferlingssoße und Hähnchen ist noch nicht fertig. Dann machen wir noch eine Gulasch. Macht da einmal Macaroni bitte? Halt, ich habe doch Spaghetti. Ihr macht vielleicht. Jetzt kriegst du Erbsensuppe. Spaghetti? Nein? Möchtest du Spaghetti oder möchtest du Macaroni bitte? Ja, der macht mich kirre. Obwohl ich sie eigentlich mittlerweile Gewöhnt bin. Ja. Soll ich sie gleich schnippeln oder willst du dazu? Senf auch? Nee. Ist ja nicht verboten, dass es ein bisschen vernünftig aussieht. Halt guck mal, der passt genau hier hin. Zack. Bitteschön. Danke. Jo.
Willst du Grünkohl oder Rotkohl? Rotkohl. Ja. Komm, kriegst noch einen Spanferkel dazu. Also sogar mit Teller, das ist ja schon im Restaurant. Ja, was denkst du, wo du hier bist? Ja, das sind eben alles Stammgäste, wo ich dir vorher sagen können, was sie essen. Kommen jeden Tag. Hat wahrscheinlich auch einen Grund, dass sie jeden Tag kommen, weil es eben immer was anderes gibt. Außer der Stift hier, der ist immer Kassler, Kartoffeln, Rotkohl, Soße. So, bitte schön, Vorsicht, heiß. Jo, danke. Guten Appetit. Mein Junge, was kann ich für dich tun? Einmal einen großen Kaffee, das Brötchen mit Braten und eins mit Garnele, bitte. Das Kasslerbrötchen. Ja, Und eins, hier ist noch ein mitnehmen. mitnehmen. Was ist denn mit dir los? Ab 1. Januar ist es Wie bitte? besser. Ab 1. Januar wird es besser. Hab ich's an den Ohren? Ab 1. Januar wird es besser. Da hab ich auch mal Für wen? Für mich, da habe ich auch mal wieder Zeit, mich hinzusetzen. Meckert man hier alle. Früher waren wir froh, wenn wir Arbeit hatten. Mit Senf oder Cocktailsoße? Da machen wir einen Cocktail drauf. Ja, die ist auch berühmt. Ich selber mag sie nicht, gebe ich ehrlich zu. Nach dem Grillen im besoffenen Kopf alles zusammengerührt, was auf dem Tisch stand. Ausprobiert, fanden sie alle gut. Nächsten Tag Fotos, was stand da alles auf dem Tisch. Aber geht nicht ohne. Wollen sie alle haben. Dunkel, nicht so dunkel? Heute mal eine dunkle. Heute mal eine dunkle. Jo. So, Kassler 4, Toilette 5, großer Kaffee 2,50, ich mach 11,50. 11 tut's auch. Ja, können wir 2-3 Mal am Tag. Nachmittags brauchen wir so ein Blech. Morgens zum Frühstück natürlich mehr. Was riecht das jetzt? Was ist das für eine Gewürze jetzt? Thymian. Thymian, genau. Riechst du das nicht? Ja, Denk, doch, du doch, bist doch, ich habe das nicht. denkst hier, du bist Restaurantkritiker, musst doch riechen, dass Nein, das nein, nein, Thymian ist. ja, nicht alles. Ja, nein. Das sagen sie alle. Türkische Pizza geht immer irgendwie. Wasser drauf, Dampf. 9 Minuten. Und du meintest, wenn man zum Beispiel jetzt die Brötchen morgens vom Bäcker bekäme, dann wären die nachher in... Es ist ja so, wir machen um 5 Uhr auf. Ja. Der eine hat das gemacht, der hat das super, die Brötchen, die waren berühmt. Also da sind die Leute wirklich lange nachgestanden. Der hat aber dann aufgehört. Albino, Backmanufaktur Albino, die waren klasse. Die waren auch abends um 6 noch klasse von morgens. Und alles, was danach kam, das war das logistische Problem. Die haben die morgens um 3 gebacken und dann waren die um 4 hier. Und dieselben Brötchen, exakt die gleichen Brötchen, wenn ich die um 7, 8 Uhr nachgeholt habe aus der Filiale, waren die doppelt so groß und viel besser. Weil sie eben für uns nicht lange genug aufgegangen waren. In der Filiale liefern sie die als Teiglinge, wir haben fertige Brötchen gekriegt. So, und dann war das Problem, dann hattest du zu viel, hattest du zu wenig. Und dann haben wir diesen Ofen gekauft und uns dann dran gewöhnt, das geht ruckzuck und wir brauchen jetzt auch keine anderen mehr. Na klar, ich habe demnächst eine große Baustelle, da wird eine Weihnachtsfeier im Wald sein mit Weihnachtsbaum schlagen. Die wollen Buletten, kann ich nicht 300 Brötchen, die bestelle ich. Und wenn ich mal so einen Catering habe mit Baguettes und Kräuter und Kräuter, Körnerbrötchen und so, die bestelle ich auch. Aber die sind wunderbar, kommen wir gut mit klar. Haben wir ja gehört, Fleisch geht immer dran.
Ja, hätte man jetzt ein bisschen schicker machen können, aber Hauptsache es schmeckt. Ist das der krümelige oder der schmierfähige? Hast du gerade gesagt, ne? Machen wir eine endkrümelig. Ja, schön ist nicht so meins. Naja, sie sollte den krümeligen bringen, aber nicht. Schmecken tut der hier besser. Das steht schon mal 100% fest. Und natürlich Knoblauchöl. Ja, du, das ist lange her. Wir brauchen natürlich ein bisschen Rohweize. Das ist wie gesagt heilig. Die müssen da vernünftig drinnen liegen. Und dann muss das ordentlich zugemacht werden, damit da nichts von runterkullert. Bitteschön. Danke. Ja, das ist doch mal eine Erbsensuppe, oder nicht? Ja. Also, das sind keine Pfefferkörner, das ist die ich habe anbrennen lassen. Die ich vom Boden abgekratzt habe. Anziehen eine schöne Kohlwurst dazu. Ja. Bitte. Das ist doch mal eine Wurst für eine Erbsensuppe. Ansi, bitteschön. Guten Hunger. Ja. Und generell ist immer, müssen oben schwimmen. Wenn sie nicht oben schwimmen, sind sie nicht fertig, aber man muss es hören. Problem ist, dass heute alles aus China kommt. Die Essen sind klein, die essen viel, aber kleine Portionen sind die Dinger aber zu klein. Ich könnte sie größer sein. So. Bitteschön. 21 bitte. Meinst du die verpacken? Ja, kein Scheißdinger mehr. Jo, danke dir. Ja, schnell zum Radkammer. Gut. So. Jägerschnitzel, Bratkartoffeln. Bitteschön, guten Appetit. So, mein Freund, was kann ich für dich tun? Haben wir noch mal Bratkartoffeln, bitte? Ich hätte gerne einen Riesenschnitzel. Ich auch bitte. Jawohl. Korb runter und vom Körper weg. Und sonst passiert sowas und sowas und sowas. Verbrannt. Ja. Hat's den Herren geschmeckt? Hat es geschmeckt? Ja, super.
Ja, jetzt hast du auch noch ein kleines erwischt hier. Ja, Pilze frisch schnippeln. Mein Lieblingsgewürz ist nun mal Vegeta. Viel Zwiebeln, anbraten, Sahne drauf, fertig. Ja, Schnitzeltag ist die Fritteuse natürlich immer versaut, aber ist nur mal so. Große Mann, große. Bitte schön. Guten Appetit. Vergeht nicht. So goldbraun. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ist auch wirklich so. Wir haben es jetzt 11:30. Wenn ich abends um 8, 9, 10 fertig bin mit meinem ganzen Scheiß, schmeckt, kannst du essen. Und viele Bäckerbrötchen dann eben nicht mehr. Hart, trocken und die. Morgens, wenn sie von heute überbleiben, morgens würde ich sie nicht verkaufen, verschenke ich sie, aber selbst da kann man die noch essen. Jetzt um die Zeit drehen wir so ein bisschen runter, weil wir haben jetzt erstmal Vorrat und wir wollen auch nicht zu viel machen. Jörg, hat dir die Schütze hier gemacht? Hier? Ja, ich bin ja Thailand-Fan, ich fliege ja schon seit 30 Jahren nach Thailand, lasse alle meine Hemden da machen und alles und die Schürze habe ich jetzt, nachdem ich 10 Jahre lang die gleiche getragen habe, die war dann auch hin, habe ich mir die machen lassen in Thailand. Hat doch richtig gut gemacht, guck mal. Schön mit Innenfutter. Ja. Und ja, der Aufkleber, normalerweise ist das ja das Logo, aber das hat er wohl nicht in den Griff gekriegt. Ich habe auch zu spät angefragt. ...92 oder 93 war das erste Mal drüben, dann eine Weile nicht. 30 Jahre. Naja, aber ein paar Jahre nicht, Karibik und irgendwie hat es mich dann da doch wieder hingezogen. Ich fliege da eigentlich 1, 2 Mal im Jahr hin. Hab mir da auch schon ein bisschen was angeguckt, weil ich ja am Ende meiner Tage da mal landen will als Rentner In Thailand. in Thailand. Okay. Und will dann da noch mal so ein bisschen eine kleine Gastronomie machen. Nichts Tolles, nur einfach so, nicht so Geld verdienen, das kannst du da eh nicht. Wenn du in Thailand Geld machen willst, dann musst du erstmal welches hinschleppen. Ist so. Ich will da einfach nur noch mal ein bisschen eine kleine Gastronomie machen, irgendwie ein paar Buletten, ein bisschen Bier. Aber das dauert noch ein paar Jahre, ehe wir hier fertig sind mit allem. Werden viele nicht verstehen, werden viele auch nicht so toll finden, aber geht's besser? Klar, Pfanne, Öl, aber nicht wenn Betrieb ist. Die kriegst du nicht gedreht, die brennen dir an. Auf einmal brauchst du mehr, dann fangen sie an zu kleben. Wir haben viel rumexperimentiert und ich meine, guckst du dir an. Ist das Saft oder ist das, die sind geil, die sind gut so und ich hätte es auch lieber aus der Pfanne, wenn ich sie bestellen würde. Ja, eine wie die andere, was ist da jetzt falsch dran? Werden wahrscheinlich viele enttäuscht sein, aber nun, so ist Leben. Weiß jeder, der schon mal Buletten gemacht hat, in der Pfanne mit Fett und Öl muss man dabei stehen bleiben, geht nicht immer. Also machen wir das so. Siehst du, wer sich bei uns nicht entscheiden kann, dem wird entschieden. Das Schlimme ist nur, mit meinem Kurzzeitgedächtnis stimmt irgendwas nicht. Ich frage ihn, was der Rest ist, was er haben wollte. So, hinter dir. Erstes Stück ist immer ein bisschen tricky. Wisst ihr ja, beim ersten Mal tut weh. Nehmen wir gleich das zweite am besten. Ja, das erste Mal, weil ich da ja dann immer auch noch irgendwas reinstopfe. Und zwar hatte ich da mal eine Bratwurst mit rein gemacht. Ihr habt ja den schon ein bisschen vorgekaut, ne?
Bitteschön. Danke schön. Guten Hunger. Danke. Kohl mit Weißkartoffeln und einer Regenwurst. Jawohl. Ohne Kassler, ohne Spanferkel. Ohne Kartoffeln und Spargel. Aber Senf darf sein. Senf aber gern. Den Newton Bautzner. Gut. Ja, das ist glaube ich der beste, oder? Ja, relativ. Ja. Es gibt keinen besseren, sagen wir mal so. Allerdings haben wir den für Bockwurst und für Grünkohl. Für unsere Buletten machen wir selber. Oh. Möchte ich nicht verraten. Ich züchte den natürlich nicht selber und ich mal den auch nicht selber, den Senf, aber es sind 3 Sorten. 2 sind auch nicht billig. Hat Süße, hat Schärfe, passt zur Bulette 100%. Zu einer Bockwurst gar nicht. Der Senf ist auch eine Philosophie. Man behauptet ja, dass der Borner auch gut sein soll, aber ich stehe halt auf Katzen. Wie sagt man, Oldenburger Palme? Ostfriesische Palmen. Oder so, ja. Und eine schöne Wurst dazu. So, bitteschön. Dankeschön. Und du? Von Leber? Die Kunst beim Leberbraten ist schneiden. Macht mir mein Kumpel alle gleich. Dann mache ich die morgens schon auf die Platte und ohne Farbe. Nur gar ist die, man kann die essen. Aber es passt ja im Tagesgeschäft mit jetzt, wo gerade wie jetzt da so eine Schlange steht, die komplett Wollt ihr zusammen essen oder soll ich das schon machen? ist noch nie was zurückgekommen. Mögen alle so. Brauche jetzt 2-3 Minuten. Kommen Zwiebeln, Kartoffelstampf, Bratensoße, Leber. So. Später noch mal, wie gesagt, die war jetzt also kalt, aber durch. Man hätte die vorher schon essen können. Jetzt machen wir so im Prinzip nur ein bisschen farbig, schön Zwiebeln dazu, Kartoffelstampf, Bratensoße. Wer will, kann auch Rotkohl dazu kriegen, aber eigentlich. Hast du schon mal Leber gegessen hier bei uns? Und? Warum willst du das anders machen? Das du kriegst. Nicht verboten, das so ein bisschen vernünftig aus. Machen wir jetzt mal. Ich weiß, das macht man nicht, aber das ich jetzt mal. Ich finde, so muss Leber aussehen. So, von mir anders. Die dunkler darfst du nicht, finde ich. Also, jetzt haben immer alle gesagt, die Leber wäre so super. Also, machen wir das. Mahlzeit! Du bist ja normal so weit, ne? Und die Zwiebeln. Bitteschön, guten Appetit. Danke dir. Grünkohl, Hackbraten, Schaschlikspieße, Hähnchenbrust. Ah ja. Ja. Zum hier essen?
Ach, das ist für Küchenlegastheniker. Wir machen Kochschule jetzt hier. Nein, nicht irgendwie einer von YouTube oder keine Ahnung. Der stand hier heute Morgen vor der Tür und hat gesagt, mitfilmen. Lass den mal rein. Lass ihn machen. Sehr gut. Möchtest du Kassler oder Spanferkel auch oder nur so? Nur so, das passt. Bitteschön. Danke. Ja. Das ist auch so eine Manie von mir. Das müssen 13 Schnitte sein. Hat auch einen Grund. Die rollt jetzt nicht mehr. Kannst du mit durch den Laden laufen, die rollt ja nie vom Teller. Sieht auch schön aus. Ordentliche Currysoße drüber. Muss hinterher aussehen wie ein kandierter Apfel, habe ich ja schon mal gedacht. So, jetzt rollt die nicht mehr nichts, gibt es sogar welche, die zählen jedes Mal nach. Ob das auch wirklich 13 sind. 13 Schnitte? 13 Schnitt? Das ist wie beim Balsenkeks, da haben wir 52 haben. So, schön ihre Pommes. Ja. Pommesbremse, bitteschön. Danke dir. Schaschlik kannst du mit draufpacken. Soll ich da mit drauf Ja, machen? ja, mach mit drauf. So, soll ich dir von der pikanten ein bisschen oder Ja, bitte, Currysoße? bitte. So, bitteschön. Danke dir. Guten Appetit. Danke. Schnell oder Senf? Bitte, bitte. Dunkel, nicht so dunkel? Kann ruhig dunkel sein. Ja, geil. Hinten dran kannst du gehen. Schön. Guck mal, den haben wir gerade angerührt und nur so widerlich. Das Weiße ist Zucker, das Rote ist Paprika und Salz. Bisschen sagen wir nicht. Und Zucker so ungefähr 10%? Nach 10, Hälfte. Ja, 50% Zucker? Ja. Ja. Ja, mache ich mal auch zu Hause. Ja, So. probier. Ja. Moin. Moin. Ich hätte eine Jägerschnitzel Pommes und 2 Frikadellen zum Mitnehmen. Jägerschnitzel Pommes, 2 Frikadellen zum Mitnehmen. Jo. Frikadellen, tut mir leid, haben wir gar nicht. Wir haben Buletten. Alles klar. Dann gehen wir damit runter. Gut, ja. Bis dann, ciao. So, bitteschön. So muss ich das an. So, bitteschön. Wunderbar, danke. Guten Hunger. Jo. Dankeschön. Tschüss. Jäger oder Sambal?
Aber das die andere Soße? Jäger oder? Das ist Jäger mit Pilzen, Champignon. Ja. Das ist die Samba-Soße. Die ist eigentlich am beliebtesten. Ja, normalerweise habe ich auch noch Zigeuner. Aber Grünkohlzeit, Salzkartoffeln muss ich irgendwo warm halten. Also muss einer mal oben. Würde ich es auch so nehmen. Würde ich auch so nehmen. Ja. Bitte schön. Klappe zu, Affe tot. Ja, schau links. Also, Udo! Ich hab's bestellt. Ja, ja, ich will ja wissen, wie es da geht. Achso, gut. Gut, ja, das sieht man gar nicht. Danke. Bitte. So, was hast du für Angebot? Grünkohl, Kassler, Spanferkel mit Kohlguss mit Salzkartoffeln, kannst du aussuchen. Hackbraten, Hähnchenbrust in schöner Rahmsoße mit Ravioli, die sind gefüllt mit Pfifferling. Überbackene Hähnchenschnitzel, große Schnitzel, Parmesankruste, Schnitzel von Hähnchenkeule ohne Knochen. Also lecker, die sind für mich die leckersten. Saftig. Gulasch ist immer da, Bolognese ist immer da, Buletten sind immer da. Bratkartoffeln. Und was hast du Gemüse? Erbsen, Möhren, Rotkohl, Grünkohl. Rotkohl. Und was war das erste? Die Hähnchen, was du Ja, mach ich. Also da werden jetzt sicherlich welche sich Gedanken machen, ob die Bratkartoffeln schmecken oder nicht. Kann ich dir sagen, die schmecken. ja, glaube Ich ich. persönlich esse keinen, ich würde am liebsten Stampf essen oder Nudeln. Aber ich weiß das nicht. Hast du schon mal Bratkartoffeln gegessen hier? Natürlich, immer. Sind immer gut. Also könnten wir auch nicht ohne auskommen. Das ist wirklich, wenn ich einen Tag mal keine hatte, Protest. Stampf aber genauso. Wenn der fehlt, ist genauso. Eins reicht dir oder zwei? Ja, du bist nicht so drin. Ne? Eins reicht. Das passt zwar nicht wirklich, aber bei uns kriegt jeder, was er will. Bitte schön, guten Appetit. Salat oder Erbsen-Möhren? Sehr gerne sogar, ja. Ja, was denn? Salat. Ja, sowas hier schnitzeln wir jeden Tag ein bisschen. Was sind viele, die mal einen Salat nebenher wollen. Im Sommer natürlich noch mehr. Könnten wir jetzt auch Schafskäse oder eine Mozzarella-Kugel drauf machen. Aber Perfekt. ganz wünscht dir was sind wir auch nicht. Du hast da draußen auch so eine Sommerterrasse. Ja, es ist ja nun mal so, dass sie heute wirklich alle schön nacheinander weggekommen sind. Aber er gehört zum Beispiel zu der Truppe, die vorhin hier war. Wundert mich, dass er heute alleine ist. Da gibt es aber etliche Truppen, die kommen zu dritt, zu viert. Und dann hast du noch 2 Rentner für Leber, einen Biertrinker mit einem blinden Hund und noch so 2, 3 und dann ist die Bude voll. Dann regnet es, dann kannst du nicht raus. Also haben wir jetzt ein Zelt hingestellt. Das soll dann zum Weihnachtsfeste auch fertig werden. Wollen wir sogar ein bisschen schick machen. Soll dann im Sommer so eine Art Biergarten werden. Planen wieder raus. Wir wollen ja wachsen. Schätze? Ja. Kannst du so kriegen? Hähnchenkeule platt gekloppt, ohne Knochen? Gib mir mal hier sowas aus dem Ofen, das soll ich Aus dem was? aus dem Ofen hier. Das ist Cordon Bleu. Ja, ja, Ihr seid pervers. Ja. So, mit Bratkartoffeln, Sommersoße, Nee, hast du Stampf? Stampf mit Rotkohl, Erbsen-Möhren, Nee, mit Sambalsoße. Stampf, Samba-Soße. Ohne Gemüse. Ohne Gemüse. Ja, das ist das, was ich absolut nicht bestellen würde, aber es läuft genau wie Teufel. Bitte schön. Guten Appetit. Danke. Habe ich nicht verstanden. Was wolltet ihr? Einmal mit nur Wurst und einmal mit Wurst, Kassler und Spanferkel. So ein bisschen Was? gemixt mit allem. Wer soll denn das alles essen?
Oh, wo ist er? So, einmal nur Wurst, ja? Das ist nur Wurst für Kollege Mitte. Oh ja. Ach so. Was kriegen wir noch? Noch die Wurst. Ja, Klassiker. Stampf, Gulasch, Rotkohl. Rotkohl schön mit ein bisschen Schmalz angemacht. Ein paar Lorbeerblätter, ein bisschen Nelke. Gulasch, Rind und Schwein. Kartoffeln, Butter, Muskat, bisschen Salz. Milch, Stück Butter. So, und das ist eben wie gesagt eine plattgekloppte Hähnchenkeule ohne Knochen, schön paniert. Mit ein bisschen Asia-Style. So in die Panade ein bisschen Ingwer mit rein. Rotkohl passt jetzt nicht unbedingt, aber will er haben. Das sind ja schon fast alle, oder? Also das letzte Stück. Sambal und Rotkohl muss. Ist keine Frage, muss. Einmal nicht haben, was ist denn hier los? Bist du jetzt schwach? Bist du alt? Mädels, was mit euch? Essen? Mittagessen? Genau, zum Mitnehmen. Zum Mitnehmen. Gerne. Hähnchenbrust mit schöner Rahmsoße und Ravioli Pfifferlinge, gefüllt. Dann hätten wir Grünkohl mit Kassler, mit Wurst, mit Spanferkel. Dann hätte ich Hackbraten, Bratkartoffeln, Stampfkartoffeln, Rotkohl, Bratensoße. Erbsensuppe mit Wurst. Boah, einmal hätte ich noch schön Seelachs auf Gemüse gedünstet. Dann hätten wir noch Bolognese, Gulasch, Buletten. Irgendwas habe ich noch vergessen. Schaschlik, Putengeschnetzeltes. Wir nehmen zweimal Grünkohl auf jeden Fall und Den Grünkohl machen wir mit Salzkartoffeln und gemischt Kassler, Spanferkel, Wurst oder nur Wurst. ja, Von allem so ein bisschen. Genau, von ein bisschen. Und dann einmal Putengeschnetzeltes mit Kartoffelstampf. Ja. Macht ihr bitte einmal Putengeschnetzeltes warm? Genau. Was kriegt ihr denn? Du wolltest? Ich hätte gerne wie fast immer eine Riesenküchenwurst mit Pommes. Habe ich mir fast gedacht. Und du? Einmal bitte Putengeschnetzeltes. Macht ihr bitte nochmal Putengeschnetzeltes? Mit Reis oder mit Stampf? Mit Stampf bitte. Jawohl. So, können wir jetzt mal. Wir haben keine Kartoffeln mehr. Donnerwetter. Das sind Kartoffeln, dann. Dann ist das eben so. Dann gibt es heute nur noch Stampf und Bratkartoffeln. Werden wir überleben. Kartoffelsalat. Dann ist das. Mach mit der Dame. Die kann besser reingehen. Jungs, was kann ich euch vorschlagen? Schnitzelpommes? Gleich als nächstes. Pommes hast du noch da, ne? Pommes, ja. Salzkartoffeln sind aus. Alles andere ist da. Du auch? Zweimal. War ich fertig? Ja. Dünne Pommes. Heute sind dünne Pommes. Sonst haben wir dicke. Das sind die dicken, weil die dünnen sind jetzt aus. Haben die beiden mit dem Schnitzel Glück. Ich mag die dicken. Ich mag gar keine Pommes, aber wenn, dann die dicken. Wird zu scharf oder normal? Normal bei dir. Bitteschön. Danke dir. Die beiden Schnitzel, glatt gekloppte Hähnchenkeule paniert. Ganz zart, ganz saftig. Gib mir ein Taschentuch bitte. Ja, mit Bratkartoffeln, Kartoffelsalat. Kartoffelsalat. Ja, und eine Cola. Ja, die findest du ja. Das, bitteschön. So, dann haben wir einmal Currywurst, einmal Schnitz, zweimal Schnitzel. Ja. Das sind Pommes.
Die mag ich natürlich auch. Das ist schon eine andere Nummer. So, einmal Currywurst ohne Mayo, aber mit Pommes. Bitteschön. Zweimal Schnitzel Jäger mit Pommes. Schön. So, der nächste Herr, dieselbe Dame. Ich hätte gern, ich habe Grünkohl gehört, ne? Grünkohl hast du gehört. Ja, mit Würstchen oder Kassler oder beides? Beides, Spanferkel, Würstchen, Kassler kannst du machen, wie du möchtest. Ja, von dem etwas. Zweimal? Zweimal? Zweimal. Mit Wurst und Kassler. Ja. Genau. Und Bratkartoffeln. Ja, super. Zum Mitnehmen bitte. Entschuldigung. Ein Teller mit? Die Flasche? So, Bratkartoffeln. Ist bei euch irgendjemand mit Pommes oder so? Ja. Dann erzählt mir das doch. Sag. Zweimal Sonntagsschnitzel. Pommes brauche ich wissen. Viermal Pommes. Viermal Pommes. Ja, immer so. Alle haben und der Letzte will dann das, was sie machen. Viermal Pommes und wie viel Schnitzel? 2 Sonntagsschnitzel mit 2 Frikadellen und 2 Currywürste. Jawohl, so machen wir es. Schön. Wo kommt ihr denn her? Sparkasse in Gärten. Sparkasse. Oh, Ja. Jetzt sagt das Oh. nicht, wo ich wieder merke. habe ich nichts mit am Hut. Wir nehmen das sofort zurück. Nicole schreibt eine Quittung, macht 75. Ich wünsche euch was. Die wollen noch? Soll ich, Aber bei der Bank und ist ehrlich, das ist wieder gar nicht. Ach, das passt. Volksbank soll ist ich Herrn Volksbank. Titschmann? Soll ich Herrn Titschmann? Hey. Habe ich dir jetzt eine Bulette mit drauf gemacht? Ja. Lach mich irre hier. Seine Fuchtel. Ich komme auch seit Jahren jeden Tag. Wie lange? Wie viele Jahre? Ihr seid auch schon von Anfang an hier fast, ne? 9 Jahre? Ja, 9 glaube ich noch nicht, aber 3, 4, 5 auf jeden Fall. Schon erheblich. Ja. Für euch. Ja. Für dich ist hoffentlich auch nicht verkehrt. Wie bitte? Für dich ist das hoffentlich auch nicht verkehrt. Nee, gar nicht. Bitteschön. So, du kriegst, ihr habt erstmal was. Soßen machen wir dann. Soßen machen wir dann. Und du? Das ist aber einfach jetzt. 39. Cordon Bleu mit Samba-Soße? Jägersoße ist noch da? Ja, klar. Ja. Die Schnitzel, die beiden waren mit. Hallo! Die Schnitzel waren mit welcher Soße? Mal. Ja, die Pommes und der Schnitzel? Mit Jägersoße. Beide? Hast du keinen Zigeuner mehr? Hab ich. Ich habe keine bestellt. Mit Jäger. Aber du wolltest doch zwei, oder Ich nicht? habe mal bestellt. Wir wollten jetzt nur 2. Könntest du einfach nur die Fragen beantworten? Ja, Du hattest einen Schnitzel oder zwei? 1. Und wer kriegt das andere? Ja. Du hast doch eben gesagt, du kriegst keins. Ja, da war auch eins. Na, ist doch alles fertig. Ich möchte nur wissen, welche Soßen. Ach, die haben schon gegessen. Die wollen Ja, aber wo sind denn die zwei Schnitzel? vielleicht da. Ah, ich werde irre hier. Nur bekloppt hier.
sitzen da und hören zu. Welche Soßen? Also ich nehme rot-weiß. Nur rot-weiß. Also Curry, Ketchup und Mayo. Champignon. Mensch. Oh, Dankeschön. Dankeschön. So, was kriegst du denn? Nicole, machst du ein Bulettenbrötchen bitte? Ja, was soll da drunter? Muss man selbst gucken, das vergessen machen. Ja, Jo, mach's gut. Nicht auftreten. So, dann ran ans Seich. Einmal Cordon Bleu. Bitteschön. Einmal Pommes mit Ketchup. Kommt der Ketchup. Und zweimal Schnitzel. So. Bitteschön. Guten Appetit. auch so. Tschüss. Jawohl. Nicht drauf treten. Wegschub. Kannst uns ja schon mal verraten, was es gibt, dann haben wir Zeit zum Auswählen. Darf ich dir ein bisschen Sambal-Soße darüber machen? Na, siehst du, das ist doch schön. Ganz einfach, oder? Ich hätte das gleich gerne auch so. Nicole? Alex, haben wir noch Bratkartoffeln? Holst du mal aus dem Kühlschrank draußen ein Paket Bratkartoffeln? Draußen im Kühlschrank, unten links. Erbsenmöhren? Rotkohl? Im Pommes-Kühlschrank. Eine oder zwei? Ich will eine und bei mir machst du 2 Buletten mit Pommes, Mayo. Pommes dauern jetzt. Bratensoße? So, einfach nur Senf. Soße? Soße ist geil. Nein, mag ich nicht. Ich möchte Senf. Bitte schön. Du kriegst 2 Buletten mit Pommes, Mayo. Ja, warte ich. Kommst du mal auf die Ecke hier? Alles mit, ne? Die Currywurst und die Pommes oder hier? Hier. Das hat dir gefallen, das? So, bitteschön. Bitteschön. Buletten habe ich da, ja? Wie viel willst du? Wie viel brauchst du denn? Wie viel? Krieg ich hin. Alles klar, tschüss. Bitte schön. Guten Appetit. Bitte schön. So. Ja. Die haben 3 Tage in der Lake gelegen, für so Kassler, ne? Und dann sind sie geräuchert. Nicole, gibst du mir mal bitte mein blaues Messer? Mein blaues Messer! Ja. Danke. So, und könnte man normalerweise so einen Ofen schieben als Rippchen verkaufen. Aber Da kann man machen. kann man machen.
Wir wollten aber Eintöpfe machen und Grünkohl. Und damit da ordentlich Schmackes dran kommt, kommen hier jede Menge Rippchen rein. Lässt sich so am besten packen. Und die kommen jetzt über Nacht bei 60 Grad ins Wasser und morgen früh sind die dann wie Butter und lassen sich vom Knochen runterziehen. Dann haben wir jede Menge Fleisch als Einlage für einen Eintopf, für den Grünkohl und eine ordentliche Brühe für die Erbsensuppe. Wir haben demnächst ein großes, eine Weihnachtsfeier von einer großen Firma, mache ich jetzt schon zweite, dritte Mal. Die kriegen dann immer Buletten, Kraut und Erbsensuppe. Meistens irgendwo draußen im Freien, im Wald, wenn der Weihnachtsbäume seinen Angestellten sich schlagen lassen. Und ja, ich bewirte die dann. Und die kriegen immer Erbsensuppe mit Bockwurst und ordentlich Fleisch drin. Und dafür machen wir einen Eintopf. Das wird dann ein Riesentopf. Das ist ja nur ein kleiner Topf hier. Naja, klein nicht, aber... Naja, guck mal hier, da kann man so viel abholen, das pure Fleisch hier. Besser geht doch nicht für einen Eintopf. Geschmack ist auch genug dran. Ja, ich hätte, glaube ich, doch den großen Topf nehmen sollen. Ja, das ist zum Beispiel, hier bilde ich mir ein, ich habe ja selber mit dem Rücken zu tun, Nervenstrang. Da sind auch die Bandscheiben drin, was wir alle kennen, wo wir alle Probleme mit haben. Muss jetzt da nicht unbedingt mit rein. Und ja, wie gesagt, möglichst nicht so dolle kochen, sondern nur so ein bisschen sieden lassen. Und wie gesagt, von den besten Stücken machen wir aus der Pulled-Pork mit Kraut und ein bisschen scharf. Ist natürlich eine Heidenarbeit, aber nun, das wissen wir ja. Ja, passt gerade so. Ja. So, das war's. Oh. Das ist für den Grundgeschmack so ein bisschen Brühe, Rinderbrühe. Aber müssten theoretisch nicht. Heute Morgen haben wir ja Kassler gemacht und das ist der Sud davon. Der kann ja in der Erbsensuppe auch nicht Schaden machen. Bratensoße.